Sonneneruptionen haben einen direkten Einfluss auf die Erde. Nicht nur schöne Einflüsse wie Polarlichter, sondern zum Beispiel auch Stromausfälle oder erhöhte Strahlung für Astronauten und Flugzeuge und auch Änderungen von Satellitenbahnen. Und indem wir erforschen, was die Sonnenstürme machen, können wir diese Änderungen genauer klassifizieren. Die Uni Bern ist ideal, weil sie ein sehr starkes Weltraumforschungsprogramm hat. Hier in Zimmerwald können wir Instrumente bauen und testen, was auch ideal ist für unsere Beobachtungen von Sternen und Eruptionen auf Sternen. Am Astronomischen Institut, da haben wir mehrere Forschungsgruppen, die sich ideal ergänzen. Zum Beispiel schauen wir die Gründe und die Vorhersagen von Sonneneruptionen an. Und die Satellitengeodäsie-Gruppe, die kann dann erforschen, wie sich die Satellitenbahnen ändern. Mein Job ist extrem spannend, weil keine 2 Tage gleich sind. Als stellvertretende Direktorin leite ich den operationellen Betrieb. Und zum Beispiel bauen wir jetzt gerade einen neuen Laser auf. Das heißt, wir haben sehr viele Sitzungen und Besprechungen, wie wir das machen werden. An der Uni selber leite ich eine Forschungsgruppe mit momentan 6 Personen. Da diskutieren wir die Wissenschaft. Daneben habe ich auch Vorlesungen. Zum Beispiel gibt die Einführungsvorlesung Astronomie, die ich jetzt neu gemacht habe, auch einiges zu tun. Das Schöne sind dann Bachelor- und Masterarbeiten. Da kann man mit den Studenten auch direkt arbeiten. Und daneben gibt es sehr viele Sitzungen und auch administrative Tasks, wie zum Beispiel Vertragsverhandlungen oder Kontakte mit Firmen. Und wir organisieren auch schweizweit Kollaborationen. Wir machen sehr viele Beobachtungen auch selber. Zum Beispiel waren wir letztes Jahr für 10 Tage auf La Palma am schwedischen Sonnenteleskop, wo mein Doktorand sehr kompetitive Beobachtungszeit erhalten hat. Und dort haben wir Eruptionen auf der Sonne live sehen können und das Magnetfeld messen können, sodass wir jetzt die Forschung damit machen. Und hier in Zimmerwald werden wir auch Eruptionen auf Sternen beobachten. Und generell, wenn ich Zeit habe, dann beobachte ich sehr gerne nachts. Aber das sind dann mehr so öffentliche Führungen, weil es ist immer wieder schön, mal einen Planeten anzuschauen. Als Tipp würde ich geben, dass man etwas finden soll, was man wirklich selber gerne macht und das auch dann verfolgt. Und es wird immer Leute geben, die einem sagen, so wird es nie klappen, das wird nicht funktionieren, das wirst du nicht schaffen, aber man sollte es trotzdem versuchen. In der Wissenschaft gibt es leider noch nicht ganz Gleichberechtigung, aber man sollte trotzdem dafür kämpfen und nicht aufgeben. So einen Grant zu erhalten ist natürlich super. Es erlaubt einem genau die Forschung zu machen, die man möchte. Und ich hoffe auch, dass wir sehr interessante Resultate haben werden. Und auch für die Forschungsgruppe ist es super, jetzt kann ich die Forschungsgruppe vergrößern. Das heißt, sie können auch mehr miteinander arbeiten und auch voneinander lernen. Mit dem Geld werden wir ein Instrument bauen, hier in Zimmerwald. Und außerdem wird es 2 Postdocs und 3 Doktoranden bezahlen, die dann eben Forschung machen mit dem neuen Instrument und auch über die Sonneneruptionen. In 5 Jahren bin ich hoffentlich immer noch Professorin hier in Bern. In 5 Jahren wird auch meine ERC Consolidated Grant auslaufen. Das heißt, ich hoffe sehr, dass bis dann die Schweiz wieder dabei ist im Programm und ich mich für die nächste Stufe bewerben kann. Und generell arbeiten wir auch daran, schweizweit alle möglichen Kollaborationen zu Space Weather zusammenzufügen. Und vielleicht entsteht dann ein großes Projekt, welches das Wichtige erforschen kann.